Michael Shapiro. Misha? Ja, vielen Dank. Ich will anheben beim Geben größten herzlichen Dank zu Tamara und alle, was haben beteiligt sich in dem Andenkzeremonie. Moment. Ich will anstimmen jede eine, ja? Und dann du kannst heben an. Ja. Okay. Yeah. So I want to start by giving a big thank you to Tamara and all who participated in the ceremony of commemoration and did such a brilliant job. Größten herzlichen Dank. Größten Dank für alle Männer. Größten Dank, Misha. Das ist gewesen eine sehr starke, dicke Zeremonie. Ja. Aber No, ich habe etwas, und es ist schwer zu folgen, aber ich habe etwas ein bisschen Modne von meiner eigener Geschichte. Und das ist etwas, was ist geschehen zu mir. Und ich bin gewesen sehr verchiddigt. Das ist Cholem von der Geschichte. Ja, ich darf größer. In kommunistischen Ländern hat man geteilt, als Mathematik ist proletarisch, weil Marx allein hat geschrieben wegen dem. Aber hat die Baba gar nicht gewusst wegen die dortigen Debattes, hat sie hat gehabt, eine kommunistische Partei Mitgliedkarte mit einer kleinen Mitgliednummer. In früher 20. Jahrhundert pflegt sie gehen in Baseball in Denver und beim Unterstützen die negerische Mannschaft hat sie schockiert die Bourgeoisie. Einmal ist ein kommunistischer Macher durchgefahren durch Denver und ist eingestanden bei sie. Die Baba hat geheißen, die Mama, sie soll sein loyal zu ihm. Später hat die Mama gemappelt. Sof kol sof hat man gerufen die Baba, a Trotzkist, und sie rausgeworfen von Partei. Aber was ein Trotzkist? Die ist nicht gewesen genug intellektuell zu haben solche Meinungen. Man hat sie gerufen, a Trotzkist, weil man kann nicht rauswerfen Menschen von Partei, wer klaufte. Ich habe gearbeitet als Anstimmer. Man hat mich abgesagt von einer kleinen narrischen Stelle und ich habe getracht, es öfter ist die Zeit gekommen, als ich darf bekommen dem Diplom, was hat sich verloren irgendwo zwischen Lamsamdal und Rockmusik. Und nach ein paar Wochen bin ich geworden als Student in der Universität von Massachusetts in Boston. Die Universität ist beim Hafen und Ort ist etwas ein bisschen moderner. Einer hat mich abgesagt, hat sich mir geholfen, als ich habe gewohnt in einer Stadt mit einem glanzenden dicken Hafen und ich bin keinmal nicht dahin gegangen. Und plötzlich in die 30er Jahren bin ich noch einmal gewesen Student. Ich habe gewollt studieren Mathematik.
Und ich habe Tage studiert Mathematik. Mathematik ist gewinn wie zurückkehre heim, speziell abstrakte Algebra. Einmal hat der Professor getan die Heimarbeitprobleme auf den Tafel. Hat gesagt, und was ist Problem 13? Ich habe nicht gewusst, wie man liest das. Ich habe getan, Shapiro's Heimarbeit. Es geht so. Aber das ist alles gewinn Zeitverbringen. Mein Hauptlimud ist gewinn mechanische Ingenierie. Für was nicht Mathematik? Zu lieb Gewissen. Ich habe das gehabt in jener Tag. Ich habe sich nicht gekannt einreden, als Mathematik hat etwas als sozialer Wert. Zu Ende dem Ingenieurdiplom habe ich gedacht, sich überführen von der Universität von Massachusetts in Boston zu der Universität in Amherst. Als ich bin gefahren in Amherst, ist mir eingefallen Witz. Ich will mechanischem sein wie Chedushim. Man kann anheben mit January, aber noch dann wollen wir haben coronary, beriberi, reliquary, incendiary, mandibulary, nach ein paar Mal, nach ein Chodesh, antiquary, solitary. Als ich bin gekommen in Amherst, habe ich geguckt getan auf die anderen Menschen in die Orientation in der Programm. Ich habe nicht gekannt gefunden, kein einen, mit wem ich kann sich teilen mit meinem Witz. Ich habe sich nicht gekannt beteiligen in der Sage hin. Ich bin gesessen auf der Wand und ich habe geweint. Ich bin zurückgeflogen in Boston und gesagt, macht mein Hauptlimud Mathematik. Nachdem ist es auch geschehen. Und in der heutigen Runde ist mir gekommen nach Holland. Die Baba ist gekommen zu mir in Holland. Sie ist schon heute gewesen 30 Jahre und eine Sache ist früher keinmal nicht geschehen. Noch ein paar Wörter fragt sie wegen dem Ingenieurdiplom. Weißt du nicht? Ich lerne sich nicht mehr keine Ingenieurerei. Ich bin ein Mathematikstudent. Was? Du weißt nicht, bekommen den BSME? Der Geist von der Teuter Boba hat Tage gesagt, BSME in Holland. Nein, ich bin ein Mathematikstudent. Sie ist ein Reus von Caleb. Was teugt Mathematik? Man kann es nicht sehen, man kann es nicht essen, man kann sich nicht darauf setzen, darauf. Es ist nur die Mystifikation, was der herrschende Klasse benutzt, unterzudrücken dem Arbeiterklasse. Ich bin gewinn ganz erschrocken. Sie hat geprüft, mich Stern zu studieren Mathematik. Man darf etwas tun und man darf es tun jetzt. Ich habe ihr gleich in Podium geguckt und gesagt, fuck you. Als ich sich aufgehabt, habe ich alles verstanden. Der ältere Seidi ist gewesen Rav. Seine Tochter ist geworden Kommunistin. Man kann sich vorstellen,
als es ist vorgekommen, eine Kriegerei. Und so hat sie gegründet, die Werden in der Sprache, was hat mich zurückgehalten von Studieren Mathematik für jahrzehnlich. Ich glaube nicht so stark in Freuden oder in Jungen, als man wollte mir erzählt wegen dem ich bin geschlafen, wollte ich sich zu lachen. Aber man muss nur glauben. Reis, seinen Reis. I thank Misha. Mit sagen etwas wegen dem Meister, wegen der Meister? Ja. Nein? Nee. Nein. Stark. Starke Meister. Das ist sehr, sehr schön. Ja. Ja, es ist gewesen sehr schön zu hören, ein bisschen mehr wegen das Leben von Mission. Ja, sehr gut. Okay. Danke, Vivi. Jetzt, ich will anstimmen alle. Und es wird sein Phil Tomlinson. Phil. Ich bin Phil von Derbyshire. Es ist ein Machaya sein dort mit dir. Ich habe sich gelernt, das Lied, lass mir beide ein Liebe spielen, auf Klesfest, rund 10 Jahre zurück. Ich meine von Michael Alpert. Ein Mädel ist eine allein, ihr Mann ist weg mit dem Volk. Das Lied ist anonym und hat 150 Jahre alt. Es sind da eine Sachvarianten. Ich will ihr singen, der Variant gesammelt von Ruth Rubin in Montreal 1955. Haben die gesungen das Lied, weil ich es sich schälen mit dir ein bisschen von ein paar mehr interessante Varianten. Hi, I'm Phil from Derbyshire. Great to be with you all, and I remember learning this song a good while ago at Klesfest from Michael Alpert, I think, where a young woman is left alone as her man is conscripted. This is an anonymous 19th century song and has a number of variants which pick up different elements of the story. So I'm going to sing the version published in Mirogana Gesang in 1972, which comes from a version collected by Ruth Rubin in Montreal. And then I'll introduce you to a couple of interesting variants. So here's the song. Lass mir beide Liebe spielen, lass mir beide sein von Gott abhor, schweren schwer ich dir bei Scherben heißen, als warten will ich lief dir 2-3 Jahr, euch schwer ich dir bei Scherben heißen. Als warten will ich auf dir 2-3 Jahre. Heute 2-3 Jahre will ich auf dir warten. A viele 5 Jahre ist euch gedei. Geld in Polka rein will ich dir schicken. Und allein sich mutschen bei Schneiderei. Oi Geld in Polka rein will ich dir schicken und allein sich mutschen bei Schneiderei. Bei Schneiderei will ich sich mutschen und alle hin Kreuzneut. Und als du wirst einmal von Schluss bekommen, sollst du nicht sagen, ich bin ein alter Meut. Und als du fest einmal von Schluss bekommen, sollst du nicht sagen, ich bin ein alter Meut.
Es ist bei mir sehr interessant gucken auf Varianten von Lieder. In der Variante von Kipnis 1925, bet hier wegfahren mit ihm. So I find it interesting to look at other variants, and this one from Nachin Kipnis's book, collection of songs in 1925, he begs her to come away with him. Gan wir dich heraus von deinen Eltern und komm zu mir in Wagesala rein. Abgesegnet sich und abgekuscht sich und gleich in Wagner rein. So steal away from your parents and come with me in Wagesal. Give your farewell kisses to your parents and come straight away in the train. Von Ginsberg und Marek von St. Petersburg publizieren 1925 das Lied erzählt nicht wegen der Militär, es erzählt uns nur wegen ihrer Rede. Es ist ein bisschen melodramatisch. Sie hat nicht keine Geduld. And from Ginsberg and Marek, 1925, St. Petersburg, the army isn't mentioned at all because it's all about her loss, somewhat more dramatically. She's not so patient. Und als du sollst mir Chalila nicht nehmen, und als ich verstorben, wird man mir doch begraben, doch wie will ich kennen in Käfer liegen, als du wirst an anderen haben. And if you won't have me, God forbid, so I will die and be buried. Then, as I am laid in my grave, you'll go off with someone else. Leve. Dank. Zum Gesund. Dank, Phil. Das ist schrecklich. Emmett will sagen etwas wegen dem. Okay. Ja. Nein, und nu? Die letzte Schure von dem dritten Nusser ist nicht, als du wirst an anderen haben, aber es darf sein, als du wirst an andere haben. An andere Meidl. Finish. Ja. Sie wussten, ne? Sie und Moira, also was haben an andere Meidl. Mädel is neither, nein? Was du wirst dann. Mädel is. Als du wirst an anderen in der Faksimile. Mädel is nicht feminine gender. It's modern, nein? Das Mädel. Das Mädel. That's Why don't we talk about how beautifully he sang? Yeah. Thank you, Pam. I'll go for that. I came back Dies versteht sie von allein. because I knew Phil was singing. So let's talk about how beautifully he sang and say thank you. Euer. Sehr schön. Thank you very much. Nu, wir haben ein Experiment mit der London Yiddish Ukulele Gruppe. Wir haben Carol, Neil, you're there? We're here. We're here. Yeah, and Mike, you're there? I'm here, Steve. Yeah. And Mike Heiser, you there as well? Oh, where's Mike Heiser? Mike? Oh, he's funny. Mike, are you there? I am. Oh, good. Okay, you needed to unmute. You needed to unmute yourself. Okay. Oh, das ist ein bisschen kompliziert. Complete. Okay. No. Ja. Tom Balalaika. Oh. No? Okay. Mike? Yep.
When you're ready. Okay. Steht der Woche ohne Tracht, Tracht und Tracht der ganze Nacht. Nehmen zu nehmen und nicht verschämen, nehmen zu nehmen und nicht verschämen. Tumbala, 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 laika, tumbala, 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 laika, tumbala, laika, spiel balalaika, freilich soll sein. Mädel, will bei der Freude, was kann wachsen, wachsen und regen, was kann brennen, und nicht durchnehmen, was kann denken, reden und planen. Tumbala, 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 laika. Tumbala, 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 laika. Tumbala, laika, spiel balalaika. Tumbala, laika, freilich soll sein. Narische Bocher, was darfst du fragen? Ein Stein kann wachsen, wachsen von Regen. Liebe kann brennen und nicht aufhören, ein Herz kann blinken, weinen und tränen. Tumbala, 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 laika, tumbala, 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 laika, tumbala, laika, spiel balalaika, freilich soll sein. Tumbala, 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 laika, tumbala, 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 laika, tumbala, laika, spiel balalaika, freilich soll sein. Very, very nice. Great idea. Yeah, wonderful. Very nice. well. We're all going to be doing that. Just a small point, and that is, I've been to a few musical events, and what you can do if you want to is to unmute people immediately. The thing stops so that people can applaud. Yeah. That way the performers can get some applause. Everybody is on mute. Yeah. Yeah, no, I know they are. Okay. Wonderful. Dank, Ellen. Nou, we mute all, nog eenmaal. Und jetzt is Annie Cohen. Oh. Hallo, Shalom Aleichem. Hallo. Steve, hast du bekommen meine Wörter, was ich habe geschickt? Sei Michael, sie seien nicht gewesen, also ja, gut. Ja, abgedruckt von Ivo. Ich will singen ein Lied, was heißt das Lied von Breut. I'm gonna sing a song called The Song of Bread. Ich habe gemeint, dass es passt sehr gut zu dem, was wir haben jetzt geendigt, Praven Pesach. I thought it was appropriate since we've just finished celebrating Passover. Ich habe sehr stark gebankt noch Breut auf 8 Tage. I really missed bread for 8 days. Und euch, es ist ein Lied wegen Farmen, wie sagt man auf Jiddisch? It's a song about farming. Es ist ein Lied wegen das Land, wegen haben eine gute Beziehung zu der Land. Und ich meine, als jetzt, was wir leben durch moderne Zeiten, es wird wir werden mehr bewusstsinnig wegen die Sachen, was einen sehr wichtig und das Arbeit, was ist sehr wichtig, ist, das heißt, wie die Menschen, was geben uns Brot zum Beispiel.
And I thought also it's appropriate because of the kind of strange period that we're living through, where for me, things that are really important are becoming clearer, and I think for everyone, and also the work that's really important. For example, the people who bring us bread and are still going to work to make sure that we all have food and so on, while me, a Yiddishist, is staying at home singing on Zoom. And feel free to sing along at home. The tune is very simple. Größer Gott, wir singen Lieder, unser Hilf bist du allein. Nimm zu neuf die Snoppes Brüder, bis die Sonne wird untergehen. Nimm zu neuf die Snoppes Brüder, bis die Sonne wird untergehen. Lass die Sonne uns brennen braten, sie hat uns gescheint zum Glück. Seit das Bräut ist uns geraten, Kinder kein mal nicht zurück. Seit das Bräut ist uns geraten, Kinder kein mal nicht zurück. Größer Gott, du helfst dem Menschen, wenn ruft zu dir in Not. Sollst uns weiter Tage benchen, mit Herzloche und mit Bräut. Sollst uns weiter Tage benchen, mit Herzloche und mit Bräut. Nehmt zu neu euch all in einem, nach uns haben wir schon viel. Und dem goldenen Kranz, dem schönen, von die Sangen tragt den Schild. Und dem goldenen Kranz, dem schönen, von die Sangen tragt den Schild. Lassen unsere Kinder wissen von ein Leben auf der Welt, als das Bräut und jeder Bissen ist von unser eigen Feld, als das Bräut und jeden Bissen ist von unser eigen Feld. Sehr Ich habe sagen, von Mark Warschawski, das hat euch geschrieben auf den Pripyat, und es ist gewidmet die Yiddish farm colonies in Russland. The song was written by Mark Warschawski, who also wrote a very famous song up in Pripyat, and he dedicated it to the farm colonies and farm schools, which were at the time Jewish farm colonies and farm schools in Russia in the 19th century. Annie. Goyach, zoom as Spain. No. I thank Annie. It's the Lied von Vivi, ich mein. Hi alles. Es ist ich und euch Sarah Moore auf dem Saxophon. Oh, I was muted. Ja, kannst du mir hören? Ja, it's. Also, Dank und es ist ich und Sarah Moore, wer spielt Saxophon. Aber wir heben an, ich habe eine Meldung. Und das Meldung ist in der Woche, in der kommenden Woche, Sonntag, wollen wir haben noch ein jiddisches offenes Mikrofon. Aber es ist etwas ein bisschen anders, weil es ist organisiert bei einer schottischen Gruppe, wo es tun kulturelle Sachen für Jiden in Schottland.
Und also wir wollen haben ein paar oder eine Sache, Menschen, die volontieren Sachen von Schottland und euch andere Menschen, weil das ist offen zu der Welt. Also du wirst eingeladen zu kommen und singen oder was du ihr willst. Du kannst mir schicken ein Blitzpost oder ich will nehmen das Adress auf den Endigen dem offenen Mikrofon heute. So, just before I start, I wanted to say, first of all, this is Sarah Moore, and she's going to be playing the saxophone with this Yiddish song, or this is a yacht song tune. Haha, it's Rachel. And also to make an announcement for next week, because next week we're going to have another Yiddish open mic, but it's a special one because it's being organised by Scottish folk, and it's going to have a lot of Scottish Yiddishists doing things. So other people, especially people who live near Scotland, like I can see coming up after me is Barbara Bortz, who lives very near Scotland, up in Newcastle. So certainly it's open to the world. These days we're open to the world. So please come along, either get in touch with me or I will put up the information at the end. So for now, what Sarah and I are going to do, wir volontieren sehr bekannte Lied, a really well-known song called Wo bist du gewesen? Where were you? Aber, but, wir haben neue Wörter. We got some new words. Give us a note. Wo bist du gewesen, wenn die Geld... Sorry, start again. Wo bist du gewesen, wenn die Welt ist gewesen und das Leben hat bei Emmes existiert? Heint bist du da und das Leben ist euch da, weil Corona hat alle isoliert. Wo bist du gewesen, wenn Arbeit ist gewesen und wir sind gefahren auf den Bahn? Heint bist du da und die Arbeit ist nicht da. Chutzfen treffen sich fast schon auf dem Ekran. Draußen ist gewesen und wir sind gegangen und gelaufen. Heint ist mir bang und die Haare sind schon lang und wir können nicht von der Karte Essen kaufen. Wo bist du gewesen, wenn Vakatien sind gewesen und wir haben besucht Italien und Türkei. Heint bist du da, lernen Sprachen mit Duolingo, aber reden mit einem Menschen. Halleweil.
Musik ist gewesen, spielen zusammen Hopp und Hey. Eins bist du da auf Zoom, schon noch schon und hören zu die Musik mit Time Delay. Das ist alles. Entonces, después de lo hicieron, bueno, Thank you. estuvo bien porque mucha gente joven hablando yiddish me llamó la Schönen Dank. atención. Anaili, Y wir hat es, ahorita tienen un grupo que se wir hat es gerettet. ponen a cantar entre So, ellos y se platican was y ist das? todo, y está agradable. Por eso me regresé a ver qué cosa era lo que había. Qué bueno. Yeah, your video's probably just switched off. Das ist interessant. Okay, I thank Vivi. Brian Suter, I pop up. Next Maybe you is, said Oh, yeah. Next, Jane Pepler. Nein, es ist Barbara. Barbara Bortz, Bela. Guten Nachmittag, ja, noch. Ich bin du in Newcastle upon Tyne, der berühmte jiddische Stadt. Und ich hoffe, ein Lied von Ilse Weber. Ich vorstelle ein bisschen, sie ist geboren in 1903 in Vitkovice, Ostrava, Tschechia. Und sie ist gewesen, sie hat geschrieben nach Deutsch, sie ist gewesen ein Schreiber von Kindermeister, von Lieder. Sie hat euch sich gelernt spielen, Gitarre, Lira, Mandolin, Balalaika. Entschuldigt mir über die Entschuldigt. Und in 1939, sie haben ihre ältere Sohn, ihr Mann, nach Schweden von Kindertransport. Sie seien der Halden in Teresin mit der jüngeren Sohn Thomas im Februar 1942. Sie hat gearbeitet in der Kinderspital und sie hat sehr Lieder dort geschrieben und euch ein bisschen Musik komponiert. Und sie hat geschrieben, kann sehen, das Bild, sie hat Gitarre und sie hat gesungen für die Kinder. Und ihr Mann ist deportiert, wenn ein Mann deportiert ist zu Auschwitz 2 Jahre später. Sie ist mit ihm, mit Tommy, sie hat sich angeboten zu gehen, so, für die Familie, für die Mischpoche. Und sie haben gesagt, dass sie hat gesungen für ihr Sohn und andere Kinder, als sie ist ins Gaskammer mitgefahren. Ja, und ich habe das verteilt von Deutsch, das Lied. Sie hat es geschrieben. Do I have to translate that into English? Should I translate what I've just said into English? Hello? Yes, briefly. Yeah. So I was introducing Ilse Weber, who was born in 1903 in Czechia, Czechoslovakia, what was. She wrote mostly children's stories and poems, and she could play many instruments. When Czechoslovakia was occupied, they sent their eldest son, she and her husband, to Sweden through transport, but she and her husband and Tommy, her younger son, was sent to Terezin. 1942, she worked in the hospital with the children and wrote a lot of poems and set some of them to music and played the guitar or lute, as you can see in one of the few photos that that exist of her. She volunteered to go with her husband to Auschwitz 2 years later, and she sang. People say that she sang to her son and children as she went
She accompanied them into the gas chambers, and her husband survived. It's such a beautiful song. Sie hat es geschrieben als Wiegele, Wiegele, und so das geht sehr schön in, es ist sehr schwierig, Deutsch und Jiddisch zusammenzureden. Also das geht sehr schön in Yiddish, so ich habe das übergeteilt. Can I have the next slide, Stephen? Stephen? Ja, gut zu sein. Das ist mein Lied. Ich habe nicht kein richtiger Lied. Also ich soll das spielen und singen ein bisschen. Wiegele, 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 der Wind spielt euch Verlierer, der spielt so süß und wurde so clean, die Nachtigall, sie singt ihr Lied. Wiegele, 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 der Wind verspielt auf der Lehre. Wiegele, Wiegele, gerne, der Mantel ist in der Wohnung. Es steht im Dunkel der Moment und blickt erneut auf der Welt. Wiegele, 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 der Mantel ist in der Wohnung. Wiegele, 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 bei uns ist die Welt also stille. Ein Turm stellt mit die Ruhe. Schlaf, mein Kind, schlaf euch zu. Wiegele, 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 bei uns ist die Welt also stille. Sehr, sehr schön. Danke. How are you? Nu, met wil zeggen etwas wegen dem Lied? Nein? Nu, dank. Und mit so singt das schon. Wer so hat das gekannt früher? Who knew this song from before? Ich habe es früher nicht gehört. Ich habe es nicht gekannt. Shkoyach. Shkoyach, ja. Aber danke, Shkoyach. Und jetzt Jane Pepler von Amerika. Ich bringe euch heint ein Lied von 1916 wegen Magefes in Anheb 20. Jahrhundert. In dem ersten Vers haben wir zu jeden. In dem zweiten Vers klagt man wegen dem Kinderparalys, Polio, was hat erhagert und verkrippelt so viele Kinder in New York. Und zum Letzten haben wir Milchome, was frisst viel arme junge Männer, beschast die Negidim, spielen Schachmatt. This song by Solomon Shmulevitz, who later changed his name to Solomon Small, from 1916.
It's a song called Menschenfresser, which means a gobbler of humanity. The first verse is about tuberculosis, the second verse is about polio, and the third verse is about war, which eats young men while the rich old people think they're playing chess. In die Lungen tief begraben wohnt die blasse Pest. Ernest, fressen unser Leib und Leben furchtbaren sich weg. Und wir müssen selbst verschweben vor der Zeit weg. Und wir fühlen, wie wir gehen still und langsam aus. Schmerzen und die Wegen seinen Schreck groß und die finstere Machschow ist gläsernd im Schmerz. Jochens in Herz, Mikroben, Bazillen, wo's will dir? So wimmelschliches der fehlt dir. Ihr fresst die Korbones, Corona, Rachmones, in blinde Leben nur zielt ihr. Ihr bohrt sich in Tränen von Venen, ihr zieht euch die Mark von die Beine. Ihr samt die Gedere, mir kriechen Gewehren, Mikroben, Bazillen, was fehlt ihr? Noch eine schreckliche Magefe geht von Land zu Land, mit die Schnellkeit von es Reife von der Feuerbrand. Kleine Kinder nimmt es zusammen, evelig von Brust, räubte weg von Taten Mammen sehr Lebenslust. Machtlos ist dem Menschensinn, es bleibt die Hochme still. Sie ist kein Mittel zu gewinnen gegen ein Bazil, was paralysiert die Kinder unser Lebensschein. Mit der Worten Gottes Wunder soll das mehr nicht sein. Mikroben, Bazillen, was fehlt ihr? Sagt, wem es schliches, der fehlt ihr. Ihr fresst die Korbones, Corona, Rachmones, in blinde Leben nur zielt ihr. Ihr bohrt sich in Tränen von Venen, ihr zieht euch die Mark von die Beine. Ihr samt die Gedere, mir kriechen der Wärm, Mikroben, Bazillen, wo's fehlt ihr? Hab gekräunte Diplomaten, zu haben Sieg, zwingen uns zu sein Soldaten, treiben uns in Krieg. Junge Menschen in Millionen zollen sehr Preis, und es wird vor die Kanonen sehr Fleisch als Speis. Unsere Krippelte und Teute fallen dort, nahe Lebensungegräte fielen aus der Mord. Und in Größe tiefe vor ihm Pachmenleiches fiel. Und die Herrschen, die Kesorim, spielen Schachmattspiel. Mikroben, Bazillen, was fehlt ihr? Sagt dem Schliches, der fehlt ihr. Ihr fresst die Korbones, Corona, Rachmones, in blinde Leben nur zielt ihr. Ihr bohrt sich in Tränen von Venen, ihr zieht euch die Mark von die Beine. Ihr samt die Gedärme, ihr kriechende Wärme, Mikroben, Bazillen, wo
Oh. Wow. Great. Amazing sound, Jane. Very adequate. When was it written, did you say? It was in the 20s? 1916. 1916. Aber das ist vor der Flu-Epidemie, ja? Ja. Ich kenne dich nicht, Herren gut, Vivi. Ah, ich habe gemeint, dass wir haben eine sehr große Flu-Epidemie in der Welt. Ja. Oh ja, in 1918, aber das ist früher von dem. Wir haben dort Tuberkulose und Kinderparalyse, was ist früher von der Flu, die Grippe. Oh. Sehr, sehr schön. Danke, Jane. Danke euch. Danke. Und jetzt Helen Roche, ich meine, ja, aber erst muss ich umstimmen alle. Ja. Helen Roche. Am I muted? No, it's good. No, it's fine. Okay. Did you hear what I just said? No, you were muted then. Okay. Shalom Aleichem. Ich bin Helen von Reading, England. Hang on a second. Das ist ein Lied von einer Pièce von New York im Jahr 1960. Die Pièce hat man gerufen Die Wand und hat wegen dem Warschauer Ghetto Aufstand. In der Pièce seien gewesen edische Lieder, gesungen und gespielt von Norbert und Rachel Horowitz und Rita Karin. In dem Lied sind zwei Wörter von Rumänisch Sprach, Frunze verde, Grünblätter. This is a song from a play called The Wall. Ah, you put up the cover. You can get this from Folkways, you can download it. And this song is Frunze Verde. Okay. Frunze Verde, schwarze Augen, sie ist mein teuerster Verflogen. Ich weiß nicht wenn, ich weiß nicht wie, ich weiß nur, dass ich hab kein Rüh. Ich weiß nicht wenn, ich weiß nicht wie, ich weiß nur, dass ich hab kein Rüh. Frunze verde, Vögel fliehen, und mein Herz noch sie tut ziehen. Sie ist mein einzige Antrinnen, und ich kann ihm nicht gewinnen. Sie ist mein einzige Antrinnen, und ich kann ihm nicht gewinnen. Frunze verde, reute Blumen, mir sagt das Herz, wird nicht kommen. Bitter ist mir, oi, 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 Tig und pusta zoi. Bitter ist mir, oi, 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 Tig und pusta zoi.
Frunze verde Korn sangen, so das shed mein Herz gefangen, hab gegläubt dem Wind im Feld, und so verspielt mein Welt. Ich hab gegläubt dem Wind im Feld, und so verspielt mein Welt. Sehr, sehr schön. Danke, Helen. Emmett will sagen etwas wegen dem Lied? Nee? Nu, jetzt noch einmal ein Lied von der Ukulele-Gruppe. Ich will mute all. Und alle Brüder. Mike Kaiser, du bist da? Mike? Ja. Mike Kaiser. Ja. Und Mike sucht euch also. Ja. Neil and Carol? Neil and Carol? Nein. Sorry. Okay, got it. Okay. Got it? Ja, ich mein. Moment. Okay. Nu. Mike? Ja. Yep. Okay. Und wir seien alle Brüder, oi, oi, alle Brüder. Und wir singen fröhliche Lieder, oi, oi, oi. Und wir halten sich in jedem, oi, oi, sich in jedem. Als elches ist nicht over keinem, oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Wir seien alle einig, oi, oi, alle einig, sie wir seien viel zu wenig, oi, oi, oi. Und wir lieben sich doch alle, oi, oi, sich doch alle, wie Chossen mit der Kalle, oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Und wir seinen Schwester, oi, oi, alle Schwester, also wie Rachel, Russ und Esther, oi, oi, oi. Und wir seinen alle freilich, oi, oi, alle freilich, wie Jonas und David am Melech, oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Yoi, 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 yoi. Oi, yoi, 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 yoi. Oi, yoi, 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 yoi. Oi, yoi,
Dank. Dank. Und jetzt Steve Kessel mit der neuen Meister. Shalom Aleichem. Wir können nicht hören, was du sagst. Steve? Yeah. Ja, was? Yep. Can you go to the first page? The first page. Das ist nicht the first page? Oh, ist da ein Problem mit der... was habe ich getan? Nein. Okay. Actually, it's still a problem. That's not the first page? No. No. There's a title page Oh, and the okay. first page. There's 19 pages altogether. Oy vey is me. Okay, well let's come back to that. Sorry, I don't know what's happened there. We'll have to come back to that. Okay. Steve, we'll come back to that, yeah? Okay. Rudia, du bist da? Hang on. I can read it in English and Yiddish. It won't take long. Who's Rudia? Okay. For was nicht? Okay? Ja. Yeah. Okay. Das ist eine Meise, der Gedanke, ich hab zu mir gekommen, wenn ich bin in Bett. This is a story that the idea for which came to me in bed, where many good ideas come, and es ist der ersten Teil von ich weiß nicht wie viel. It's the first part of I don't know how many. Der Cholm von dem Übersetzer, the dream of the translator. Ein junger Mann steht bei dem Tier von einer Chlammkrumm in einer Hintergessel in Jerusalem. A young man stands at the door of a bric-a-brac shop in a Jerusalem back street. An Englischreder, ist da für eine kurze Visit. Reinhappendig die Kultur. Etwas Jiddisch ist, spielt sich mit Übersetzung. Lassen wir ihm rufen, der Übersetzer. An English speaker is on a short visit, taking in the culture. He's something of a Yiddishist, dabbling in translation. Let's call him the translator. Der Übersetzer öffnet die Tür. A Gleckel klingt. Geht rein. The translator opens the door. A bell rings. He goes inside. Der Ballerboss sitzt bei einem Schreibtisch. Trinkt Kaffee und lehnt eine Zeitung. Guckt nicht auf. In der Krumm sind da Leimwerk und Porzellan, Glaswerk, Möbel, Bilder und Fotos, Tschatschkelech und Judaika. Hinten ist ein Tier, halb offen. The owner sits at a desk, drinking coffee and reading a newspaper. He doesn't look up. The shop is filled with crockery, porcelain, glassware, furniture, photos, pictures, knickknacks, and some Judaica. Towards the back is a door slightly open. Suchst du etwas befragt? Fragt der Ballerbost. Efter am Tonne, sagt der Übersetzer. Looking for anything in particular, asks the owner.
Perhaps a gift, says the translator. Der Balleboss krank sein Hals und gleich sein Zeitung aus. Der Übersetzer verhält sich bei einem Ausstell von Sommenwechsels. Klebt eins zum Andenken von seiner Mama. Nimmt das zu dem Schreibtisch. The owner clears his throat and straightens his newspaper. The translator stops before a selection of spice boxes. He chooses one in honor of his mother and takes it to the desk. Wie viel war das? Für ihr 150 Schkollen. Summen. Muscam, how much is this? For you, 150 shekels, cash. Okay. Der Balleboss nimmt das Geld, wickelt dem Sommenwechsels zu Neuf und schreibt a Quittel auf. Quittel aus. Sommenwechsels. 150 Schkollen. Summen. The owner takes the money, wraps the spice box, and writes out a receipt. Spice box, 150 shekels cash. Beschaß der Übersetzer geht weg, guckt wieder auf zurück. Was ist hinter der Tier, fragt A Sach alten Opfer. Mag ich a Cook tut? Wer hält sich ab? As the translator is leaving, he looks behind once more. What's behind the door, he asks. Lots of old junk. May I have a look? Who's stopping you? Ein kleinschicke, dunkle Zimmer mit Arbeitsbank und Polizis, reingestoppt mit mechanischen und elektrischen Detallen. Als Ding dick mit Staub, ein Reich von Maschinenöl, ein erdener Dill. Hoch in einer weiten Eck ist eine alte Schreibmaschine und unter ein zerquetschter Tekturner Kestel. A tiny dark room with workbenches and shelves crammed with mechanical and electrical bits and pieces, everything thick with dust, a smell of machine oil, an earth floor. High up in the corner is an old typewriter, and under it a squashed-in cardboard box. Was ist im Kestel unter den Schreibmaschinen? Ruft der Übersetzer durch der Tür. Alten Patschkenines und Schumwert. Mag ich a Cook tut? Wer hält sich ab? What's in the box under the typewriter? The translator calls through the door. Worthless old scribbles. May I have a look? Who's stopping you? Der Übersetzer kriegt a Bank arauf, der kriegt arauf und kennt die Schreibmaschine in a Seite überrücken. Dann schiebt das Kestel und lässt das Arop bei seinen Füßen. Das Staub stickt zu seiner frischen, reinen Kleider und Guff. The translator climbs onto a bench, reaches up and manages to move the typewriter to one side. Then he scoops up the box and lowers it to his feet. Dust cakes his freshly clean clothes and body. Zurück auf der Dill schollt sich und guckt rein in Kestel. Es haben in sich vielzahligen Manuskripten, Hand angebunden. Back on the ground, he shakes himself and looks in the box. It contains numerous manuscripts, hand-bound. Nimmt die Übersten und öffnet auf Traf. Die Seiten ist bedeckt mit pizzigen, kaum leinendicken jiddischen Äußers. Auf der ersten Seite ist ein Titel, meistens von Weitem, und ein Nomen, Chaim Ehrlich. Nimmt das Kestel zu dem Balleboss. He opens the top manuscript. He takes the top manuscript and opens to a random page.
It's covered in tiny, barely legible Yiddish letters. On the front page is a title, Stories from Afar, and a name, Chaim Ehrlich. He takes the box to the desk. Wie viel für das? Für ihr 100 Schkolim. Zoomen. Maskem. How much for this? For you, 100 shekels, cash. Okay. Der Ballerboss nimmt das Geld und steckt den Kästel rein in ein plastischer Säckel. Mag ich ein Quittel haben, bitte? Wer hält sich ab? Der Ballerboss schreibt ein Quittel aus. Alten Patschkenines von Schumwert, 100 Schkolim, Summen. The owner takes the money and slips the box into a big plastic bag. Could I have a receipt, please? Who's stopping you? The owner writes out a receipt. Worthless old scribbles. 100 shekels cash. Auf morgens nimmt der Übersetzer mit seinen teuren Päckels sein Flieh zurück, kein Gutes. The next day, the translator catches his flight with his precious packages back into exile. Hemshech kommt. To be continued. Dank. In dem kommenden offenen Mikrofon? Efsche. Efsche, ja. Dank. Nu, was habe ich getan? Das ist interessant. Bruder, du kannst mich hören? Ja, aber... Ja, ich will anstummen, verstummen alle. Und, verstummen? Was? Aber nicht mich. Sei ja so gut. Ja. Ihr kennt mich her. Ja, ich kann hören. Ich kann hören. Yes. Ich will lernen 2 Lieder, 2 von meinen eigenen Lieder. Das erste ist heraus in meiner letzten Sammlung Poesie, was ist veröffentlicht geworden von dem Hey Leivik Verlag in Tel Aviv im Jahr 2018. Und das Buch heißt Kalles Bereiches und andere Lieder. Ihr kennt das sein, ja? Und das ist ein Lied, was hat zu tun mit dem groben Gedenktag. Der Stein von Sikoren ist ein Matzeve in Andenk von dem groben. So I'm going to read 2 poems. The first one was published in my latest poetry collection, published by the Hey Leivik Verlag in Tel Aviv in 2018 under the title Kalles Bereiches und andere Lieder, Kalat Bereshit and other poems. And it's called Stone of Memory, and the Stone of Memory in this poem is in memory of the Holocaust, and it has to do with Yom HaShoah. But it's more personal than that. Es ist mehr ein persönlich Lied. Stein von Sikoren. Stein von Sikoren. Ach, Heuch von Glück hat vorbeigeweht. Gucken dich auf den Stein. Wenn ein Strahl von einer verlorenen War hat angerührt das Herz von einem Balchaläumes. Wie wollte der Balchaläumes glatter Säu vorbeigehendig gern gewähn, überzulassen ein Zeichen auf den Stein von Sikoren. Efter gedenkendig Tränen und Teut und Meure, was hat genommen leichten und an der klärlichen Heuch von Glück.
Oder öfter noch gedeiht zu sagen jene, was eben an zu vergessen. Einmal bin ich da gewesen. Ein Zeichen auf ein Stein von sie kochen. Glatter sei, vorbeigehendig. Stone of memory. A breath of happiness wafted by, looking at the stone. When a ray of a lost reality touched the heart of the dreamer. How much the dreamer would have liked to leave a sign on the stone of memory, just like that, in passing. Perhaps recalling tears and death and fear that began to glow, and an inexplicable breath of happiness. Or maybe just to tell those starting to forget, once I was here. A sign on the stone of memory, just like that, in passing. Und das zweite Lied ist inspiriert von einem Bild von Marc Chagall, was heißt Solitude, Alleinkeit, was ich habe gesehen zum letzten Mal in Tel Aviver Kunstmuseum, dem 25. Dezember 2018, ein paar Tage nachdem ich habe mein Bücherjante gekauft, meine neue Sammlung Poesie in Beisleivik. This poem was inspired by a picture by Marc Chagall, which I last saw in the Tel Aviv Museum of Art on the 25th of December 2018, a few days after my book launch of my latest collection of poetry. And the picture is called Solitude, aloneness, or solitude. Ich werde es lernen auf Yiddish und auf Englisch, wie gewöhnlich. Alleinkeit. Nacht. Aid mit der Sefer Teure. Allein im Feld, hinter der Stadt. Einsam. A Zieg mit der Fiedel im Feld, hinter der Stadt. Ungesehen. Einsam. A jiddischer Poet mit die Wörter von der Teure. Und ein Lied wegen ein verlorener Zieg, allein auf dem Weg. Einsam. Und ein Malach mit große, weiße, räuschendige Fliegeln schwebt über sie allemen und halt an euch auf sie. Einsam. Einsamkeit. Alleinkeit. Aid, was vermag der Sefer Teure und ein ungesehener Zieg und Musik kann sein einsam, aber keinmal nicht allein. A Jidl mit sein Fiedel und a Zieg bei sein Wiegel kann sein einsam, aber keinmal nicht allein. A jiddischer Poet mit die Wörter von der Teure und die Klangen von a Lied wegen a wiedergefundener Zieg kann sein einsam, aber keinmal nicht allein. Und a Malach mit große, weiße, räuschendige Fliegeln schwebt über sie Armen und halt an euch auf sie. Nacht. Gut. You're not going to. Vielen Dank. Aber es lernen auf Englisch zum Moderieren. Vielen Dank, Almen. Solitude. Night. Alone in the field outside the town. Lonely. Town.
unseen, lonely. A Yiddish poet with the words of the Torah and a poem about a lost goat, alone on the journey, lonely. We're unmuted now. And an angel, large, white, rushing wings, hovers an eye on them, lonely. Loneliness, solitude. A Jew who possesses a Torah scroll and an unseen goat and music can be lonely, but never alone. A little Jew with his violin and a goat by his cradle can be lonely, but never alone. A Yiddish poet with the words of the Torah and the sounds of a poem about a rediscovered goat can be lonely, but never alone. And an angel with large, white, rushing wings hovers above them all and keeps an eye on them. Night. Yeah. Beautiful. Adank, Bruria. Okay. We are going to, it's a getting a little bit late, so I think we're going to have to cut short the program, cut a bit short of the program. We probably should finish around about 5. We won't really have time for the another song from the ukulele group, I think, but we will have time for Jacqueline and Simon before we finish. But I think Vivi wants to make a quick announcement. Yep. Okay, yeah. Can you see this thing that I tried to share? Yep. Yes. Yes? Does it come up on the screen about what to show? Yes. Yeah, okay. So, als wir haben in einer Woche eine schottische und der Welt, jiddische offene Mikrofon, und wir haben alt für Menschen, die willen ziehen Sachen oder haben nicht gehabt Zeit ein oder eine Idee von Zeit. Simon, Moment. Simon. I mentioned Villa, if people want to, if they haven't had time today or you've been inspired by today to come and do a turn, drop me a line or go to the trybooking.co.uk. It's a lovely site. It will take you into the Scottish platform. And we're trying to build up the Scottish Yiddish community. So please do come and support it. Stop video. Wir demuntern die jiddische, schottische Sorry. No. Und Hampshire. Yes. Back to you, Steve. Okay, thank you very much, Vivi. So I think the ukulele group people, we might think of make a contribution next week to the Scottish Open Mic. I think they'll be very pleased if we do. But we must, I think, Vivi, you have to stop screen sharing. Got it. I think we'll finish with Jacqueline and then Simon. Okay, so it's Jacqueline first. I've got to go back to the... so we've got Jacqueline and Simon next. Just go to Jacqueline. Yeah. Jacqueline. Yeah. Let me mute Thank everybody you. first, and then you can unmute yourself. Okay. I thank. Okay, shalom, shalom. This is von ein Lied von Peretz Markish, ein sowjetjüdischer Poet, geboren in einer sephardischen Familie in Polona, Ukraine, geboren 1895. Dann von wegen Programme ist nach Warschau gegangen und war Redakteur in den 20er Jahren mit I.J. Singer und der nächste Redakteur von einer literarischen Anthologie. Ist zurück in den Sowjetunion und sehr wichtiger Poet gewesen. Leider ist
umgekommen, ermordet worden in der Nacht von Murdered Poets 1952. Peretz Markish, Soviet Yiddish poet, born in a Sephardic family in Polona, Ukraine. Because of the pogroms, went to Warsaw, where he also was editor of an anthology with I.J. Singer called The Gang, Kalastra. Returned to the Soviet Union and was a very important poet there. Publishing was tragically murdered in the night of Murdered Poets. Ja, das Lied ist geschrieben zwischen 1940 und 1943. As ein Teil von Halachmo, das ist das Brot. It was written sometime between, you can see the English there, which der Anfang von den Pesach Haggadah, der Phrase Spiegel auf dem Stein von der ersten Strophe ist der Titel von einer großen Anthologie auf Sowjet-Jiddisch Literatur. Ich lehne erstmal eine Strophe auf Englisch und dann auf Yiddish und immer umwechseln. Okay. Shards. Now, when my vision turns in on itself, my shocked eyes open, all their members see. My heart has fallen like a mirror on a stone and shatters, ringing into splinters. Bruchstücke. Sind, wenn kehrt die Rehe mir sich zurück allein, ist mir Riss die Augen öffnen und sehen mit jeder Glied da. Es ist meiner Herz aufgefallen, wo ein Spiegel auf ein Stein und mit der Klung von Bruch auf Stücke sich zersplittert. Certainly not every shard is free to testify about me till my last 4 destined L's. But don't you trample on me, time, my judge, till I've recovered from the breakage all the bits. Gewiss ist euch jeder Bruchstück nicht befreit, zu sicher Edos wegen mir bis meine letzte 4 bescherte Ellen. Zerstreut mir nur nicht du, Richter meiner Zeit, bis ich will aufsuchen, ich euch schütz die zersplitterte Teilen. Piece by piece, I'll try to gather them to make them whole with stabbed and bleeding fingers, and yet, however skillfully they're glued, my crippled, broken image will be seen. Es will die Aufklappen beprüfen, 1 zu 1, behaften sie beieinander, bis Blut ist in Finger sich verstochen, keucht, wie ich soll sie künstlich nicht zu neu klappen. Alletzt einst will ich in dem sich ständig verkrippelte und zerbrochen. In the midst of grief, at last I solve the problem. In the pain of molten glass, flaming, I see. The self needs to be whole inside the mirror, which in the shards was, was sewn to the 7 seas. Erster Tag kommt zu mir ein Treuer, der beschied, und wer von überschmolzt, Begriff und flammig, dem Pein von Willen sein sich im Spiegel, Ganzheit. Was ist in Bruchstücke, sind's euch alle Shever Yamim. A metaphor that poses. Lovely. Okay, am I on?
Yes, you are. Here we good. Okay. Das Lied ist geschrieben geworden durch Mordechai Gebietig. Es ist sehr, sehr bekannt. Es ist geschrieben geworden in 1936, noch ein Pogrom in einer polnischen Stadt. Was ist zu schwer zu sagen. Es hat keine Vokalen. Projitik. Projitik. Okay. Das ist gewesen ein Ruf zu Kampf für die Juden in der Stadt, was haben gar nicht getan. This song was written by Gebietig in 1936 after a pogrom in a Polish town that had no vowels, so, called Pujitik. And it's extremely well known. It's a sprint, and it was meant to be a call to action for the Jews in the town, who were standing by and watching and not doing anything. Es brennt, Brüderlech, es brennt, bei unserem Städtel der Weg brennt. Böse Winden mit Jirkosen, Reisen brechen und zu blasen, stärker noch die wilde Flammen, als herumschein brennt. Und ihr steht und guckt aus euch mit verlegter Hand. Und ihr steht und guckt aus euch, unser Städtel brennt. Brennt, Brüderlech, es brennt. Es haben schon unser arm Städtel nämlich brennt. Es haben schon die Feierzungen das ganze Städtel eingeschlungen und die bösen Winden hutschen, unser Städtel brennt. Und ihr steht und guckt aus euch mit verlegter Hand. Und ihr steht und guckt aus euch, unser Städtel brennt. Es brennt, Brüderlech, es brennt. Es kann Cholila kommen, der Moment. Unser Stadt mit uns zusammen soll euch Asch weg in Flammen. Bleiben soll wer noch a Schlacht, nur plus der schwarze Wind. Und ihr steht und guckt aus euch mit verlegter Hand. Und ihr steht und guckt aus euch, unser Städtel brennt. Es brennt, Brüderlech, es brennt. Die Hilfe ist nur in euch allein gewinnt. Und ob das Städtel ist euch teuer, nehmt die Kehlen, löscht das Feuer, löscht mit euer eigen Blut, beweist, als ihr das kennt. Steht nicht, Brüder, ob das euch mit verlegter Hand. Steht nicht, Brüder, nehmt die Feuer, unser Städtel brennt. Steht nicht, Brüder, ob das euch mit verlegter Hand. Nimmt die Kehlen, löscht das Feuer, unser Städtel brennt. Adank, Simon, adank. Großen Dank zu alle. Es ist schön noch, bin versegnet. Martin, Efsche, kommende Zeit, kommende Mal. Ja. Ja. Everybody. Everybody. Efter kommende Woche in dem schottischen. Oder ihr werdet das haben auch virtuell? Ja, es wird sein, warte, es wird sein virtuell. Ja, also du musst kommen, ja. Fix is complete. This is the first of the open mics online. We've got the one in Scotland next week, and then we will be carrying on with open mic online, Yiddish Open Mic in the coming months, as long as we need to do it. Okay. So do think about contributing. It won't, the coming ones won't be as long as this one, I think, because this was so long because of the Warsaw Ghetto Uprising commemoration.
but anyway, we hope you enjoyed it. Yeah. I mean, we usually end our Yiddish Open Mic with a song called Chaya Shu. We won't do it this time. It's actually really hard to do a song together. It's one that we all sing together. But maybe we'll get a recording for next time or something, and we can all just sing along to it. I don't know. Yeah. We'll see what we can get. There's a wonderful recording of Chaim Tauber. It's his song, isn't it? Yeah. Come on, enough. Okay. Dank und Ja. Dank. Kleinen Dank. Seid gesinnt. Seid gesinnt. Seid gesund. Well done. Foto. All the organizers, all the audience. Thank you to everyone. Memory. Sei gesund. Sei gesund. Sei gesund. Thank you.